Herzlich willkommen im Neurotalk. Kann man als Autistin eigentlich Führungskraft werden? Das hatte mich letzte Woche in unserem Livestream eine Zuhörerin gefragt. Und auch in dem Interview mit dem Autisten Dr. Peter Schmidt hatten wir dieses Thema schon mal aufgegriffen. Siehe oben in dem Infotext verlinkt. Heute möchte ich auf die Vor- und Nachteile des Autismus als Führungskraft oder auch als Geschäftsführerin oder Inhaberin eingehen. Denn ganz egal, ob es dein eigenes Unternehmen ist oder du angestellt bist, Führung ist so ein Thema mit Autismus. Aber es gibt eben nicht nur Herausforderungen oder manche nennen es auch Probleme. Als Autistin in einer Führungsposition gibt es auch viele Vorteile. Ich werde auch ein Beispiel geben von einem autistischen Geschäftsführer mit mehr als 1000 Mitarbeitern. Wenn dich das Thema Neurodiversität, Resilienz und Kommunikation interessiert, dann abonniere jetzt unten meinen Kanal und erfahre noch viel mehr sinnvolle und interessante Dinge über das produktive Anderssein. Ich möchte aber auch noch mal anmerken, dass meine Sicht auf die Dinge nicht immer die einzig wahre Sicht ist. Ich habe in meiner Arbeit seit 2016 hauptsächlich mit hochbegabten Menschen gearbeitet. Das bedeutet mit Menschen, die einen IQ über 130 haben. Nach der Statistik sind bei Asperger-Autisten 10% hochbegabt. Somit kann ich dir viel über diese 10% erzählen, aber wenig über die restlichen 90%. Deshalb kommt es auch vor, dass ich beispielsweise erzähle, dass Autistinnen schnell, effizient und logisch vernetzt denken. Aber auch da gibt es große Unterschiede, ob die autistische Person einen IQ von 70 oder von 140 hat. Und somit sind wir auch schon beim ersten Vorteil, nämlich das schnelle Denken. Logisch, vernetzt, effizient. Aber was häufig fehlt, ist die Wahrnehmung von sozialen Dynamiken. Ironie oder unausgesprochene Erwartungen verwirren dich dann eher und dadurch können schon die ersten Missverständnisse auftauchen, wo du deine Mitarbeitenden nicht verstehst. Ich vergleiche es immer gerne mit jemandem, der rotblind ist und dem anderen, der blaublind ist. Jeder hat seine Art der Wahrnehmung, hält die auch für richtig, aber bedenkt in der Kommunikation mit dem anderen nicht, dass der andere gewisse Dinge gar nicht wahrnehmen kann. Und so kann es auch schnell passieren, dass Mitarbeitende die autistische Person für erheblich, distanziert oder unsozial hält. Viele Kollegen und Kolleginnen wollen zum Beispiel erstmal warm werden, plaudern, lachen, Smalltalk halten. Aber wenn du diese Codes nicht intuitiv mitspielst, wirkst du manchmal unnahbar oder zu direkt, obwohl es einfach nur deine persönliche Art ist, mit gewissen Wahrnehmungen umzugehen. Der zweite Vorteil ist die hohe Wahrnehmungsfähigkeit, also gegenüber Geräuschen, Gerüchen, aber auch die visuelle Fähigkeit, schnell auf Bildern Veränderungen zu erkennen. Aber das kann eben auch schnell zu Reizüberflutungen führen. Gerade in der Führung, wo oft Menschen viel von dir wollen, das Licht flackert, Stimmengewirr, viele Gesichter, viele Fragen. Dabei willst du eigentlich einfach nur arbeiten. Und da ist es ganz wichtig, dich klar abzugrenzen und mit deinem Team abzuklären, wann sie dich wobei stören dürfen und wann nicht. Am besten ist es auf jeden Fall immer, ein eigenes Büro zu haben oder sogar von zu Hause zu arbeiten. Und ich kenne viele Führungskräfte, wo das Führen trotzdem möglich ist. Letztens hatte ich beispielsweise ein Interview mit Toni Jammus, dem Gründer der Personalagentur Oyster. Diese Firma hat ihre Mitarbeitenden überall auf der Welt sitzen und fast alle arbeiten remote. In so einem Unternehmen Führungskraft mit Autismus zu sein, ist auf jeden Fall einfacher, als in Großraumbüros sitzen zu müssen. Der dritte Vorteil ist die psychische Resilienz. Aber auch da ist wieder die haaresbreite Differenz zwischen Vor- oder eben auch Nachteil. Viele Autisten haben aufgrund ihres Andersseins als Kind Ausgrenzung und Mobbing erlebt. Und da sie häufig auch wenig mit anderen Autisten oder wohlgesonnenen Kindern die Möglichkeit hatten zu spielen, haben sie wenig soziale Fähigkeiten aufbauen können.
Und teilweise haben sie sogar Traumata daraus mitgenommen. Wenn du aber dieses Trauma verarbeitet hast, kann es aber eine unglaubliche Motivationsquelle sein. Morgen wird uns dazu der erfolgreiche Geschäftsmann Rudolf Böckmann berichten, wie ihn die Ausgrenzung als Flüchtlingskind damals zum erfolgreichen Unternehmer gemacht hat. Schau da gerne mal morgen rein. Er hat daraus eine starke Resilienz mitgenommen. Ihn konnte später in der Geschäftswelt nicht mehr viel umhauen, weil er durch all die Herausforderungen in der Kindheit, die er positiv gemeistert hat, ein sehr starkes Selbstbewusstsein erlangt hat. Und ich denke, genauso kann es auch Autisten gehen. Durch die Ausgrenzung und die Herausforderungen als Kind können sie starke Persönlichkeiten geworden sein. Und warum dann nicht auch Führungskraft werden? Und jetzt, ich nutze ungern das Wort Nachteil, aber wenn wir jetzt zum Punkt Masking übergehen, fällt es mir gerade auch schwer, einen Vorteil darin zu sehen. Als Autistin versuchst du oft normal zu wirken. Du imitierst soziale Codes, versteckst deine Reizempfindlichkeit, gehst zum Beispiel zu Veranstaltungen, obwohl es dir viel zu laut ist, du passt dich halt an. Deswegen nennt man das Masking, du trägst eine Maske. Also versuchst, eine normale Person zu sein, die du aber eben halt nicht bist. Und das kostet dich unglaublich viel Energie. Irgendwann bist du ausgebrannt, leer, fremd in deinem eigenen Körper. Wenn du Führungskraft sein willst, musst du dich also fragen, trage ich weiterhin die Maske oder lasse ich mein Team wissen, wie ich ticke? Und das kann Vor- und Nachteile haben. Denn Mitarbeitende, die dich nicht mögen, können das auch sehr schnell gegen dich nutzen. Aber wenn du es gar nicht sagst, können auch ganz schnell richtig viele Missverständnisse entstehen. Wie schon oben genannt, du wirkst dann unbeteiligt, arrogant, desinteressiert an deinen Mitarbeitenden. Ich empfehle den Menschen, die ich begleite, meist dazu zu stehen und offen über den Autismus zu reden. Also man muss es nicht Autismus nennen, denn viele können auch mit dem Begriff Autismus gar nichts anfangen oder haben Vorurteile, sondern einfach erklären, wie du tickst. Also wie oben in dem Beispiel mit der Sehfähigkeit. Erkläre einfach, dass du alles, was rot ist, nicht als rot wahrnimmst, sondern als Beispiel gelb. Und dass du es daher von gelben Objekten nicht unterscheiden kannst. Ich hatte das Problem beispielsweise damals als Lehrerin. Ich war rechtsblind, konnte somit die Hälfte der Klasse gar nicht sehen. Ich hatte den Schülern aber auch nichts von meiner halbseitigen Sehfähigkeit erzählt. Schnell hatten die aber raus, wenn wir auf der rechten Seite sitzen, können wir machen, was wir wollen. Dann sagt ihr eh nichts. Und wie Kinder halt so sind, haben sie es schamlos ausgenutzt. Im Nachhinein denke ich mir, ich hätte besser von meiner Rechtsblindheit berichten sollen. Und so denke ich, ist es auch mit dem Autismus. Erkläre, was du kannst und was du nicht so gut kannst. Dann verstehen die Leute dich auch besser. Aber sag nicht einfach nur, ich bin Autist. Denn damit stellst du die Erwartung an andere, dass sie wissen, was Autismus bedeutet. Und das wissen viele nicht. Jetzt kommen wir zum 5. Punkt und auch zu der Geschichte des autistischen Geschäftsführers mit mehr als 1000 Mitarbeitenden im Unternehmen. Naive Gutgläubigkeit tritt häufig bei Hochbegabung auf. Auch hier wahrscheinlich wieder, weil wir immer aus der eigenen Brille schauen. Und wenn wir an uns selbst hohe moralische Erwartungen stellen, denken wir oft, dass andere Menschen das ebenfalls täten. Ist aber nicht so. Und wenn man selbst eigentlich für andere immer nur das Beste will, fragt man sich natürlich, warum sollte mir jemand schaden wollen? Aber genau das macht dich angreifbar für Manipulation, Mobbing oder Machtspiele. Nicht nur gegenüber dir, sondern auch Machtspiele in deinem Team, die du nicht erkennst oder eben auch erst viel zu spät erkennst, wenn nichts mehr zu retten ist. Und dazu hier das Beispiel von dem Geschäftsführer. Er hatte eine Führungskraft angestellt, die sich ihm gegenüber immer gut gab, aber eigentlich nur auf seinen persönlichen Vorteil bedacht war. Und in der Hierarchie runter stellte auch nur Personen ein, die ähnlich egozentrisch tickten wie er. Für das Unternehmen aber ist das auf Dauer der Tod. Und da der Geschäftsführer ein Gutmensch war, merkte er davon nichts. Die Zahlen des Unternehmens und auch von dieser Abteilung sahen ja ganz gut aus. Deswegen dachte er sich nichts dabei. Aber auf Dauer wurde es schlimmer und schlimmer.
Gute Mitarbeitende kündigten oder gingen in Frühruhestand wegen dem starken Mobbing in dieser Abteilung. Deshalb gebe ich auch Führungskräften immer wieder den Tipp, schau nicht nur eine Etage tiefer, sondern mindestens 2. Nur dann verstehst du, wie die Person unter dir wirklich führt. Deswegen kann Autismus ein Hindernis sein. Aber ich habe für meine Teilnehmenden auch viele Möglichkeiten gesammelt, diese Hindernisse zu umgehen. Beispielsweise, indem du dir Verbündete suchst, die dich auf soziale Aktionen hinweisen, die du eventuell nicht wahrnimmst. Und jetzt mal alle Vorteile zusammengefasst, um dir Mut zu machen, eine Führungsposition zu übernehmen. Du triffst logische Entscheidungen, ohne Machtspielchen. Du bist gerecht, weil du nicht emotional bevorzugst. Du erkennst Muster, Schwachstellen und Prozesse. Du bist verantwortungsbewusst, strukturiert und zuverlässig. Du denkst außerhalb der Norm und ermöglichst somit Innovation. Du bleibst dir treu, auch wenn das Mut braucht, und lässt dich nicht verbiegen von den Meinungen anderer. Und jetzt zum Schluss habe ich noch eine Einladung für dich. Wenn du dich hier wiederfindest, wenn du merkst, ja, das bin ich, dann habe ich ein Angebot für dich. Ich suche gerade 3 Menschen für ein kurzes Telefonat zum Thema Bedarfsanalyse. Was sind deine aktuellen Herausforderungen und wobei brauchst du am meisten Unterstützung? Wenn du bereit bist, das mit mir zu teilen, dann schreib mir gerne eine E-Mail. Die Adresse findest du unten in der Videobeschreibung. Und denk bitte dran, Führung ist kein lautes, extrovertiertes Gehabe. Führung bedeutet Klarheit, Verantwortung, Vision. Und genau das bringst du doch mit als Autistin. Genau so, wie du bist. Lass mir gerne einen Kommentar unten, wenn du noch Fragen dazu hast. Abonniere meinen Kanal. Und vergiss nicht, nächste Woche gibt es wieder einen Live-Call zum Thema, wie man Neurodiversität für bessere Cybersecurity nutzt. Und morgen gibt es das Interview mit dem erfolgreichen Unternehmer Rudolf Böckmann aus der Nähe von Lübeck.